Die rheinische Woche geht heute mit dem Auswärtsspiel in Köln zu Ende. Danach kommt nämlich Bochum und dann geht's in der Conference League weiter. Ich habe jetzt den Kalender ein bisschen mehr im Auge, weil ehrlich gesagt das Ausscheiden in Leverkusen, da bin ich auch ein bisschen selber schuld. Da hebe ich auch die Hand für, da hätte ich auch die Mannschaft vielleicht ein bisschen anders aufstellen müssen. Hätte ich das einfach vorher gesehen, weil gegen Leverkusen hat ja gefühlt nur die B11 gespielt. Haben nur knapp 1-0 nach Verlängerung leider verloren, haben aber verloren, sind jetzt leider ausgeschieden. Aber wir haben ja noch die Conference League. Da sollen wir bis ins Finale reinkommen. Das ist unser Ziel. Vom Vorstand ausgegeben. Und wir fangen richtig gut an hier. Lattenschuss von Gift Orban. Schade, ja, so kann man mal reinschauen. Auch in Köln haben wir schon mal gespielt. Aber im DFB-Pokal, jetzt in der Liga. Gegen Leverkusen war es umgekehrt. Und hier im Pokal haben wir gewonnen, 2-0. Aber auch die Kölner in der Liga brauchen jeden Sieg. Die sind 16. Und wir brauchen eigentlich auch jeden Sieg. Wir müssen ja mindestens mal 6. werden. Also das Ziel für die Rückrunde ist jetzt klar. Nix mit hier, Hauptsache wir steigen nicht ab und so weiter. Ist jetzt nicht mehr. Die Blicke gehen viel weiter nach oben. Und das sieht richtig gut aus. Mamouche und Götze. War nicht im Abseits. So ein Scheiß, auf Deutsch gesagt. Nächste gute Chance. Da die Drucksituation. Das Pressing haben wir leider auch nicht gewonnen, aber hier, zack, Miretti ist dazwischen, den Bimba auch. Sehr, sehr aggressiver Auftritt. Hier in den ersten 15 Minuten, sehr, sehr gut. Man sieht direkt, wer steht oben, wer steht unten, wer hat mit dem Abstieg zu tun, wer nicht. Und wir haben sehr, sehr viele Lücken. Das ist so ähnlich wie im Pokalspiel auch. Da hatten wir auch richtig große Lücken, vor allem richtig viel Platz. Und da ginge das Spiel eigentlich auch nur in eine Richtung. Also da war ja der Sieger auch eigentlich schon klar. Nach wenigen Minuten, aber hier, boah, weiß ich nicht. Je nachdem, was die Kölner uns halt jetzt hier nochmal anbieten. Spielen hinten rum, bauen alles in Ruhe auf. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder die Lücken, aber es gibt keinen Freistoß, überraschenderweise. Und jetzt die Chance umzuschalten. 4 gegen 5, wenn Mamouche läuft und wir im richtigen Moment spielen. Das machen wir richtig gut und wieder Orban. Ja, bislang geht das nur auf ein Tor. Die Haare an der Seite glänzen so ein bisschen. Sollte mal wieder Haare waschen vielleicht, der Kollege. Und jetzt sind wir wieder da. Eckball und Eckball-Taktik. Ihr wisst, wie es geht. 3,5 Balken, da sind sie schon. Und Skiri, da ist er. Das wäre heute was. Ein Tor gegen seine Ex-Kollegen hat er im Pokal, glaube ich, auch schon gemacht. Ja, da kommt Mamouche nicht ran. Aber komm. Pacho, Koch, die halten den Laden da hinten zusammen. Richtig gut gemacht. Und es geht weiter direkt. Wieder Mamouche. Oh, schade. Da vielleicht ein Abschluss. Ja, also wir finden die Lücken. Wir haben die Lücken auch, weil die Kölner stehen hinten dann echt sehr offen und sehr ungeordnet. Aber auch wir, wenn wir nicht in die Verteidigung kommen. Achtung, Chance Selke, aber nee. Das brauche ich jetzt heute nicht unbedingt. Ein Gegentor von Davy Selke. Da kann ich auch drauf verzichten. Orban, ja. Mit Götze. Steht euch da nicht gegenseitig im Weg rum. Und dann geht's wieder. Vermehrt über rechts und dann halt durch die Mitte, weil da machen die Kölner immer den Laden auf. Ich weiß gar nicht warum. Aber das klappt momentan richtig gut. Ball nach außen, dann in die Mitte gespielt. Und dann wieder alle auf ihre Position. Mamouche muss ich mal gucken, ob ich den zur Halbzeit rausnehme. Der hat ja als einziger neben Tuta und neben Trapp auch im Pokal gespielt. Und alle anderen konnten sich ausruhen. Für die Liga aufgepasst. Tuta gegen Selke. Nee. Da kommt er nicht durch. Da stehen wir momentan richtig, richtig gut. So, und der nächste Konter. Nächste Chance umzuschalten. Orban. Ah, Fehlpass mit Ansage. Den Ball muss ich flach lassen. Also im Vergleich zum Pokalspiel haben die Kölner sich auch was überlegt. Das geht auf jeden Fall nicht mehr so leicht. So easy. Aber trotzdem, ihr seht das Pressing und wenn wir dann mal den Ball haben, dann ist vorher entweder Foul oder sonst irgendwas. Es ist Wahnsinn. Wir machen das eigentlich richtig. Wir pressen richtig gut mit 2, 3 Mann. Aber dann ist leider immer ein Foul mit dabei und das, ja, nervt auch irgendwie so nach einer Zeit, weil du weißt halt einfach, wie es läuft. Und du kannst nichts gegen machen. Das ist leider sehr, sehr schade. Du kannst es immer nur wieder, Frustfoul. Da würde ich schon aus Blödheit einfach gelb geben für Felipe. Pablo Felipe.
Hier, ey, guck mal, völlig unnötig. Da geht er schön rein. Mit dem ausgestreckten Bein. Vielleicht wollte er mal ein Zeichen setzen. Weiß gar nicht, ein Komma oder Fragezeichen oder so, was weiß ich. Vielleicht setzen wir gleich mal ein Ausrufezeichen hier. Orban. Allein gegen alle. Mamouche unten. Oh, schlechte Ballkontrolle. Aber ein Nkunku ist da. Und leider niemand in der Mitte. Also wenn wir dann auch mal flanken wollen, dann funktioniert das nicht. Weil halt niemand so kopfballstarkes in der Mitte ist. Das klappt bei uns aber nie. Wir spielen das eher anders aus. Wir spielen eher über außen, dann die Bälle nach innen. Das ist halt eher so unsere Formation. Miretti, Mamouche ganz unten oder auch, ja, Orban winkt. Kriegt da, aber nicht zurück. Es fehlt nicht viel. Also bis zum Strafraum oder bis in den Strafraum sieht das gut aus. Wir haben auch ein paar Abschlüsse, aber das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht, um hier in Müngersdorf mal in Führung zu gehen. Und es wäre verdient. Ich meine, 0 Schüsse, ey. Was soll ich euch erzählen? Da kann ich bald gar nichts mehr besser machen. Gut, Larsen, Aronson könnte ich für Mamouche eventuell reinbringen. Der hat ja nicht so lange gespielt. Nagalo und Gang kam auch mal wieder. Der steht halt so ein bisschen auf dem Abschnittleist. Obwohl der auch 89 Tempo hat. Das ist unser schnellster Stürmer mit Mamouche. Eigentlich muss da eine Doppelspitze her. Oder Formationswechsel. Wie würde das dann hier aussehen? Würde ich Orban auf die Außen tun. Dann machen wir einfach vorne einen Gangkamm nochmal rein. Dann geben wir dem jetzt einfach nochmal die Chance, sich zu beweisen. Ich meine, ein paar Leute haben wir ja schon abgegeben. Jakic ist ja zu West Ham. Hauge ist ja zu Lyon gegangen. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall zusätzliche Millionen. Jetzt spielen wir mal 4-2-3-1. Und dann gilt es halt zu gucken, ob man hier gut durchkommt durch die Rückrunde. Ob das reicht für 3, beziehungsweise jetzt nur noch 2 Wettbewerbe oder ob man halt nochmal nachlegt. Und dann halt im Sommer nochmal auf Großeinkauf geht. Schauen wir mal. Hier haben wir auf jeden Fall einen Gangkamm auf Orban. Schöner Ball, aber der kriegt den nicht. Nee. Leider nicht. Und dann aufgepasst. Dann sind die Lücken auch vielleicht bei uns da. Aber gut zugelaufen. Miretti ist da ganz besonders. Und da haben wir den Ball eigentlich auch schon gewonnen. Aber die Kölner bleiben in Ballbesitz. Oh, sehr, sehr enge Ballführung hier. Kommen wir nicht ran. Kein Foul. Da dürfen wir jetzt halt auch nicht verlieren. Das ist halt hinten die Scheiße. Wenn wir den nicht rauskriegen, Glück gehabt. Aber ich will den immer rausspielen. Das bekomme ich halt nie raus. Und das ist auch im Prinzip richtig so. Aber ab und zu muss der dann halt auch mal rausgeschlagen werden. So, da haben wir wieder einen Gangkamm. Bimbe läuft durch. Ja, kriegt den. Holt den Eckball raus. Ist alles okay. Wir haben kopfballstarke Leute drinne. Ja, auch ein Gangkamm, auch von rechts Götze. Den kannst du auch mal als Vorlage bringen. Orban! Es geht doch. Da ist es endlich. Gift Orban mit der längst überfälligen Führung. Ja, schöner Jubel. Ich weiß nicht, ob er nochmal sauber machen will. Ob er da den Stall von Hennes, dem was weiß ich wie viel, nochmal sauber machen will. Schöner Kopfball an, langen Pfosten. Ob der auch nicht ganz unhaltbar ist, weiß ich jetzt auch nicht. Schauen wir nochmal. Also der Kopfball war gut platziert, aber Schwebe, ja, den kann er auch halten. Also ehrlich gesagt, im Normalfall hält er den wahrscheinlich. Aber die Animation ist halt so, dass die Hand zwar zum Ball geht, aber sich dann auch wieder wegknickt, so dass der Ball halt reingehen kann. So würde ich das jetzt mal interpretieren. 3. Tor erst. Das kommt mir echt wenig vor. Der hat halt in der Conference League ganz oft genetzt. Ja, gerade gegen Helsinki. Deswegen kommt mir das so wenig vor. Er darf gerne noch ein paar Tore in der Liga machen. Sehr, sehr wichtig. Jetzt halten im besten Fall. Und im allerbesten Fall nochmal ein Ding nachlegen. Achtung, oh, unnötige Gerätsche von Pacho. Oh, das ist eine gute Freischussposition. Und rot oder gelb? Das ist jetzt die Frage. Oh, gelbe Karte. Hat er Glück? Ja, diese GoPro-Fahrten, die könnte jetzt auch mal sein lassen. Max als Linksverteidiger finde ich da ein bisschen stärker als ein Nkunku. Ja, das war völlig unnötig. Ich wollte mich da in den Schuss reinwerfen, weil ich wusste jetzt wieder nicht. Kommt der entscheidende Pass in die Tiefe, schießt er von Weitem unter die Latte. Und jetzt hat Marc Uth die große Chance. Wenn er direkt schießt, nee. Da läuft nochmal einer drüber. Achtung, der Freistoß abgefälscht. Chance lebt aber noch. Mit dem Rücken zum Tor. Das darf halt eigentlich auch nicht passieren. Und Trapp
faulst du da, gibt's halt Elfmeter. Du kannst einfach nur stehen und hoffen, dass du irgendwie im richtigen Moment den Ball auch automatisch irgendwie kriegst. Das ist halt leider das Problem. Selke, Achtung, hab ja gesagt, ein Gegentor von Selke, das kann ich jetzt so gar nicht gebrauchen. Ja, die Kölner sind griffiger auf jeden Fall. Also sind ein bisschen besser als in der ersten Halbzeit. Liegt vielleicht auch mit der Formation zusammen. Vielleicht haben sie jetzt einfach auch ein bisschen mehr Platz, aber das haben wir irgendwie auch. Schade, den Bimbe, wenn er da einen Gangkampf ins Spiel kriegt, das wäre wichtig gewesen. Aber vielleicht jetzt. Bimbe und da haben wir Jessica Gangkampf. Meine Fresse, schießt er fast das Tor kaputt. Lass das Tor stehen und schießt den Ball rein. Was will er da das Tor umschießen? Schade. Aber auch da wieder ein Beweis, unser Pressingspiel funktioniert. Und wir kommen zum Abschluss. Und wir haben jetzt eine ziemlich kritische Phase zu überstehen. Wo wir, ja, im besten Fall auch mal gerne das zweite Tor machen müssen. Dann auch mal Götze. Ja, ich wollte Miretti schicken. Zum Glück ist Götze noch mit dazu gekommen. Bimbe. Und wieder ein Gang kam. Jetzt aber komm rein ins lange Eck. Schade, jetzt schiebt er nur. Schießt doch mit Vollspann. Gut, jetzt geht Selke raus. Das heißt, das ist schon mal von der Liste. Gegentor Selke gibt es heute nicht. Aber vielleicht ja durch einen Ex-Frankfurter. So, aber Eckbälle können wir auch. Das wäre jetzt so wichtig. 72. Oh, der kommt richtig gut. Versuchen wir gleich nochmal. Nochmal dasselbe Spielchen. Götze, 3,5 Balken und wieder Tuta. Jetzt kommt er ran. Aber auch nicht ganz entscheidend. Dafür Miretti und jetzt wieder ein Gangkampf zum dritten. Ja. Ein kleines Schussfestival jetzt hier. Nochmal Eckball. Das macht Götze noch ein paar Mal. Hat er gleich ein bisschen Übung drin für die wichtigen Spiele da. Und jetzt aber Tuta. Ja, erwischt er nicht ganz. Ich glaube, mit der Schulter war er dran. Das sah ganz, ganz komisch aus. Oder irgendwie so ein, weiß nicht, halber Aufsetzer. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist jetzt das 2-0 ist mal reif. Weil ansonsten befürchte ich, haben wir hier einen ganz anderen Spielausgang. Richtig, richtig gut. Und das Pressing klappt. Und es wird nicht abgepfiffen. Miretti, Bimbe muss unten durchlaufen. Da warte ich die ganze Zeit drauf. Ein Gangkampf ist im Abseits. Das muss er doch sehen. Weißt du, wenn er da einfach früher zurückgeht, dann kann ich ihn anspielen. Dann macht er vielleicht das zweite. Aber wenn er schon 5 Meter bevor ich den Ball habe, schon auf der Torlinie steht. Das ist auch zum Thema Laufwege übrigens, ne? Die KI wird auch intelligenter. Am Arsch die Räuber, ey. Hier wird gar nichts intelligenter. So, nächster Ball Alidou. Ja, ist ja von uns auch ausgeliehen. Wir haben ja auch noch so viele Leute ausgeliehen. Da muss ich im Sommer auch mal gucken, wo ich die hin tue. Eieiei, ich brauche einen extra Kaderplaner. Ich mache Vorstand und Trainer mache ich zusammen quasi. Jetzt nochmal ein Gangkampf. Ja gut, das war ungefährlich. Aber jetzt aufgepasst. Gut, die Kölner werden jetzt auch ein bisschen hektischer. Haben nur noch 8 Minuten. Das ist gut für uns. So, Orban komme ich am Doppelpass angefordert. Kriegt er auch. Jawohl. Jetzt Giri. Ja, ein bisschen hinten rumspielen. Max in der Mitte. Miretti. Wenn er entgegenkommt. Wollte nicht. Und so spielen wir es auch einfach hinten rum. Wir müssen ja nicht mehr. Dann nehme ich auch mal so ein dreckiges 1-0 hier mit. Gibt auch 3 Punkte. Ich muss jetzt nicht unbedingt aufs zweite gehen, ehrlich gesagt. Obwohl das schon ein bisschen sicherer wäre und das hier auch eigentlich gar nicht mal eine Spielweise ist. Aber manchmal muss es halt einfach sein. Ja, aber wenn sich hier die Szene bzw. Chance ergibt, dann spiele ich natürlich auch aufs zweite. Und jetzt ein Gangkampf. Das gibt's nicht. Privatduell mit Schwebe. Gewinnt leider der Kölner Keeper. Wenn wir dafür die 3 Punkte mitnehmen, ist das alles okay. Patscho nochmal, Orban. Letzten Züge jetzt hier, Götze. Vielleicht nochmal ein genialer Moment, hat den Pokal getroffen. Das dürfte es jetzt ja auch gewesen sein. Es gibt 2 Minuten. Nochmal Alidou, nochmal die Kölner. Achtung, letzter Angriff jetzt wahrscheinlich. Alidou. Da ziehe ich jetzt auch zur Not die Notbremse. Aber eigentlich dürfen wir jetzt abpfeifen. 2 Minuten sind längst rum. Jawohl, und er pfeift ab. Dann können sie sich noch 3-mal den Ball mit der Hacke hin und her spielen. Nächster Sieg in der Liga. Wir bleiben also da ungeschlagen. Auch wenn es ein knappes 1-0 ist, ist egal. 3 Punkte nehme ich mit. Ganz, ganz wichtig, wir bleiben oben.
und die Kölner bleiben unten. Ja, schade, ey. Ein Gangkamp, der sich da zum Schluss wirklich ein Privatduell geliefert hat. Da wäre halt echt nochmal ein zweites Ding ein bisschen beruhigender gewesen. Aber egal, jetzt geht's gegen Bochum. Das ist genau so ein Spiel wie gegen Köln. Das, was ich gesagt habe, wenn du die Gegner schlägst, dann bist du auch wirklich zu Recht da oben. Und wir haben jetzt ein paar Punkte. Okay, Augsburg muss noch spielen. Warten wir nochmal kurz ab. Transferangebot für Medilun, genau. Das war ja auch im letzten Part nochmal so ein Ding. Rebiger. Da weiß ich zum Beispiel auch gar nicht, warum sich die Eintracht den geholt hat. Wahrscheinlich erstmal für die zweite Mannschaft. Ich weiß auch gar nicht, was der für ein Potenzial hat. Ob aus dem auch noch was wird. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Genau, die hatte ich auf der Liste hier. Lennon Miller, bin ich mal gespannt. Der wird immer noch gescoutet. Hat halt einen niedrigen Marktwert. Und Björn Meyer genauso, Linksverteidiger. Wenn Max vielleicht verkauft werden sollte oder ein Kunku, dann haben wir einen für die linke Seite, der halt auch linkes Mittelfeld spielen kann. Genau, Rode, du kommst auch nochmal in Form. Oder du spielst halt auch nochmal irgendwann. So, jetzt kommt Bochum und da muss ich ein bisschen umstellen, weil dann haben wir... Ach, was ist denn hier los, ey? Was machen wir denn? Ja, Simoni. Ja, annehmen. So, tschüss, der ist dann schon mal weg. Medilun können wir eigentlich auch verkaufen und Rebiger, komm, auch weg. Das, was wir von der Gehaltsliste haben, haben wir von der Gehaltsliste. Sagt sich immer so einfach, aber es ist ja so. Weil dann kommt nämlich Sturm Graz. So, Lennon Miller haben wir. Der hat eine 62, aber überleg mal, der hat mit einer 59 begonnen, der hat bis zu einer 85. Eigentlich muss ich den holen und dann direkt wieder weiterverleihen. Genauso wie, ja gut, ihn muss ich jetzt nicht verleihen, aber das wäre zum Beispiel auch einer für den Sommer. Wenn der nicht noch irgendwie teurer wird, der Taiwo Avoni, das wäre so ein Kandidat, den würde ich auch sehr, sehr gerne bei uns sehen. 1,90, der ist wirklich wuchtig, bullig. Der hat bei Union teilweise alles kurz und klein geschossen. Und Björn Meyer für die linke Seite, also das Gesicht der neuen Eintracht nimmt so langsam Gestalt an und so ein bisschen Form. Wir schauen jetzt aber auf die Tabelle, denn wir haben jetzt wieder englische Woche. Nationaltrainer Belgien. Habe ich leider keine Zeit, auch die Portugiesen müssen warten. Ich habe jetzt erstmal andere Aufgaben. Gut, Rode ist wieder 100%ig fit, heißt ja eigentlich, dass wir den auf jeden Fall entweder gegen Bochum, oder das heißt entweder, ich glaube, den können wir gegen Bochum spielen lassen. Die Tabelle sieht so aus, dass wir jetzt gut 3 Punkte vor Augsburg haben, die lassen halt nicht locker. Und nach oben sind es halt auch nur 3 Punkte auf dem Champions League Platz. Wobei, da sind wir punktgleich mit Wolfsburg. Die haben halt mehr Tore geschossen. Haben aber auch genauso viele Gegentore. Bekommen die Bayern oben, die werden Meister. Unten die Kölner, die steigen vielleicht ab mit Heidenheim oder auch nicht. Darmstadt wird auf jeden Fall, glaube ich, absteigen. Die holen ja gar keinen Sieg. Also es bleibt spannend. Sowohl oben als auch hier im Kampf um die internationalen Plätze. Ich freue mich. Also, nächstes Spiel gegen Bochum. Auch ein 6-Punkte-Spiel quasi, so gefühlt. Und ich schau mal und ich hoffe, dass wir auch da siegreich vom Platz gehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao.